Let's pray. Lass uns beten. Our gracious and holy God, Unser gnädiger und heiliger Gott, we bow before you, wir beugen uns vor dir, grateful for your grace dankbar für deine Gnade and in awe of your holiness. und im Staunen über deine Heiligkeit. We recognize that it is only your grace that allows us to approach your holiness. Wir wissen, Herr, dass es nur deine Gnade ist, die es uns erlaubt, uns deiner Heiligkeit zu nähern. And yet by your grace, Und doch durch deine Gnade you not only allow us but invite us to approach you boldly. erlaubst du uns nicht nur, sondern lädst uns sogar dazu ein, dir freimütig zu nahmen. And for that we thank you. Und dafür danken wir dir. But we also recognize Aber wir wissen auch, that there are those in our presence dass hier solche unter uns sind, who presume upon your grace die auch deine Gnade nehmen, and don't understand your holiness. die deine Gnade nicht haben und deine Heiligkeit nicht verstehen. Grant that their eyes would be opened, Schenke, Herr, dass ihre Augen geöffnet werden, that all of our eyes would be opened, dass unser aller Augen geöffnet werden, to see you in your majesty dass wir dich sehen in deiner Majestät and to delight in your grace. und uns erfreuen an deiner Gnade. We recognize that this is only possible because of the work of your Son, Herr, wir erkennen, dass das nur möglich ist wegen des Werkes deines Sohnes, who bridged the gap between our sinfulness and your holiness. der diesen Graben zwischen unserer Sünde und deiner Heiligkeit überwunden hat. And so we gather in his name, Und so versammeln wir uns in seinem Namen and we offer you our thanks. und bringen dir unseren Dank dar. And we pray these things Wir beten all dies for his glory zu seiner Ehre and his sake. und um seines Willen. Amen. Amen. Nehmt gern Platz. Over the course of the weekend, we've had the privilege of gathering around God's Word Im Verlauf des Wochenendes hatten wir dieses Vorrecht, uns zu versammeln um Gottes Wort herum and thinking about the issue of the church. und über dieses Thema der Gemeinde nachzudenken. We've had tremendous sermons, Wir hatten großartige Predigten and we have feasted. und wir haben uns davon ernährt. I had the privilege of addressing the conference twice, Ich hatte das Vorrecht, dass ich zweimal zur Konferenz sprechen durfte both times from Ephesians chapter 5. und zweimal aus Epheser Kapitel 5. And so I figured, why should we leave? Und deswegen dachte ich mir, warum sollten wir jetzt woanders hingehen? We'll look again at this same passage, Wir schauen uns noch einmal dieselbe Stelle an. because some of you weren't there. Denn einige von euch waren nicht da. So this will be our third sermon from the same passage. Das ist jetzt also unsere dritte Predigt von denselben Versen. But don't fear, Aber keine Angst, it won't be the same sermon, es wird nicht dieselbe Predigt sein. just the same passage. Nur dieselben Verse. Ephesians chapter 5, Epheser 5, beginning at verse 25. wir beginnen bei Vers 25. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor and without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church, because we are members of his body. Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church. However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber.
Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr. Jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. You know, when I hear the German, I just feel like if I listen hard enough, I could understand. Wenn ich das Deutsche höre, ist es so, als ob ich den Eindruck habe, wenn ich nur ganz genau zuhöre, dann kann ich sogar verstehen. Yeah, but it doesn't work. Aber es funktioniert nicht. In my first message, I really concentrated on verse 26. In meiner ersten Botschaft, in meiner ersten Predigt habe ich mich vor allem auf Vers 26 konzentriert. And the idea of the ministry of the word. Und diesen Gedanken des Dienstes des Wortes. And specifically on biblical preaching. Und ganz besonders auf biblisches Predigen. And how this picture of Christ's love for his bride, the church. Und wie dieses Bild der Liebe Christi für seine Braut, die Gemeinde. And the way that he uses the word to sanctify her. Und die Art und Weise, wie er das Wort gebraucht, um sie zu heiligen. Is a model for us and the way that we should look at preaching. Für uns ein Beispiel ist, wie wir auf das Predigen schauen sollten. In the second message, in der zweiten Botschaft, I addressed the issue of Christ's love for his bride, the church. Habe ich das Thema der Liebe Christi für seine Braut, die Gemeinde, adressiert. Recognizing that we have a type and an antitype here. Und habe dabei gesehen, dass wir hier einen bestimmten Typus und auch einen Antitypus, ein Gegenteil haben. And that marriage between a man and a woman points to a greater reality. Und dass die Ehe zwischen Mann und Frau auf eine größere Realität verweist. And so we concentrated on that greater reality. Und dann haben wir uns auf diese größere Realität konzentriert. Today I want us to concentrate on the type. Heute möchte ich, dass wir uns auf diesen Typus hier konzentrieren. On that lesser reality. Auf dieses Weniger von Realität. And how this picture of Christ's love for his bride, the church. Und wie dieses Bild von der Liebe Christi für seine Braut, die Gemeinde, informs our understanding of marriage. Unser Verständnis der Ehe beeinflusst. And guides us in preparation for it. Und uns in der Vorbereitung darauf leitet. Marriage is a very interesting topic to address. Ehe ist ein sehr interessantes Thema, um darüber zu sprechen. It is everywhere around us. Es ist überall um uns herum. All over the world, the majority of people get married. Überall auf der Welt heiraten irgendwann die meisten Menschen. There are very few people on planet Earth who spend their entire life and never get married. Es gibt nur recht wenige Menschen auf diesem Planeten Erde, die ihr ganzes Leben lang nicht heiraten. In most countries, the percentage is well over 90%, those who get married. In den meisten Ländern liegt das Verhältnis derer, die heiraten irgendwann, bei über 90%. Which means that most of us, if we look at our families, das bedeutet, dass die meisten von uns, wenn wir in unsere Familie schauen and our friends, und unsere Freunde anschauen, if you're beyond a certain age, wenn du zumindest ein bestimmtes Alter überschritten hast, almost everyone is married. Dann ist fast jeder verheiratet. Or they have been at some point. Oder sie waren es mal zu einer Zeit. Some of them many times. Viele von ihnen sogar, oder einige von ihnen sogar oftmals verheiratet. Because it is like the air we breathe. Denn es ist wie die Luft, die wir atmen. It's just what we do. Es ist einfach das, was wir tun. Interestingly enough, the younger generation is very skeptical of marriage. Interessanterweise ist die jüngere Generation so aufgewachsen, dass sie skeptisch ist gegenüber der Ehe. And young people in their teens and their 20s talk about how terrible marriage is. Und junge Menschen, wenn sie in ihrer Jugend sind, in den 10er und 20er Jahren, dann reden darüber, wie schlimm die Ehe doch ist. And most of them will still get married. Und trotzdem werden die meisten von ihnen irgendwann heiraten. And they'll get married because they're deceived. Und sie heiraten, weil sie verführt sind. They believe that their relationship is the exception to the rule.
Sie denken nämlich, dass ihre Beziehung eine Ausnahme der Regel wäre. And so, because they believe that their relationship is the exception to the rule, Und weil sie glauben, dass ihre Beziehung die Ausnahme der Regel ist, they believe that they will get into marriage and it won't be like other marriages. denken sie, dass dass ihre Ehe nicht so sein wird wie die anderen Ehen. It won't have the difficulties that other marriages have. Da wird es nicht diese Schwierigkeiten geben, die andere Ehen haben. And so they gather to have their wedding, that is the wedding to end all weddings. Und deswegen machen sie dann eine Hochzeit, die ja die Hochzeit aller Hochzeiten ist. The celebration of their love. Die Feier ihrer Liebe. The greatest love in the history of all loves. Die größte Liebe, die es jemals in der Geschichte der Liebe gab. The love to end all loves. Die Liebe, aller Liebe. The love that if other people had it, they wouldn't have the problems that they have. Die Liebe, die, wenn andere Menschen doch auch nur so eine Liebe hätten, die Probleme, die sie haben, gar nicht hätten. 6 months later. 6 Monate später. You know this story. Ihr kennt die Geschichte. They recognize that they have all the same difficulties that other people have. Stellen sie plötzlich fest, dass sie genau die gleichen Schwierigkeiten haben, die auch andere Menschen haben. But here's the problem. Aber hier ist das Problem. Because they were deceived going in, Weil sie verführt waren, als sie in die Ehe gingen, when they run into difficulties, wenn sie dann plötzlich Schwierigkeiten begegnen, they assume that they missed a step somewhere. dann denken sie, dass sie irgendwo auf dem Weg was vergessen haben zu tun. And all they need to do Und alles, was sie jetzt tun müssen, is just try again. ist einfach nur, dass man es nochmal versucht. And many people just give up. Und viele Menschen geben einfach auf. Because if you did it right, Denn wenn man es richtig gemacht hätte, then you wouldn't have these difficulties. dann hätte man ja jetzt nicht diese Probleme. And some people go through this 2, 3, 4 times or more. Und manche Menschen tun das 2, 3, 4 Mal oder noch öfter. And continue to run into the same obstacles. Und immer wieder rennen sie in die gleichen Probleme. Because the issue is not necessarily whom you've married Denn das Problem ist nicht notwendigerweise, wen du geheiratet hast or how much love there was. oder wie viel Liebe es da gab. But the problem is one of perspective Aber das Problem ist eines der Perspektive, der Sichtweise and expectation. und der Erwartungen. And I want to address both of those from this text. Diese beiden Dinge möchte ich jetzt aus diesem Text heraus ansprechen. The question of perspective Die Frage der Sichtweise and of expectation. und der Erwartungen. And if you're here considering marriage today, Und wenn du hier bist und du denkst darüber nach, zu heiraten, listen carefully. dann hör aufmerksam zu. If you're here and you're not married today, Wenn du hier bist und du bist nicht verheiratet and you speak both German and English, und du sprichst Deutsch und Englisch, listen carefully both times. dann hör beide Male vorsichtig zu. Amen? Amen. Okay. If you are married today, Und wenn du heute verheiratet bist, listen more carefully. dann hör noch viel genauer zu. Because there are some among us Denn da sind einige unter uns, who are having these same thoughts that I just described earlier. die genau diese gleichen Gedanken haben, die ich vorhin beschrieben habe. I know because I've been in pastoral ministry for 30 years almost. Und ich weiß das, weil ich schon seit fast 30 Jahren als Pastor diene. And I've sat across from couples in the midst of difficulty Und ich saß Ehepaaren gegenüber, wenn sie Schwierigkeiten hatten, and heard the same story over and over and over again. und habe immer und immer und immer wieder dieselbe Geschichte gehört. And I've been married for almost 30 years. Und ich selbst bin auch fast so 30 Jahre lang verheiratet. Yes, I've earned this gray. Ja, ich habe mir dieses Graue verdient. And yes, my wife is old enough to have been married to me for 30 years. Ja, und meine Frau ist tatsächlich alt genug, um schon seit 30 Jahren mit mir verheiratet zu sein. And 30 years and 9 children later, Und 30 Jahre und 9 Kinder später and 1 grandchild later, und ein Enkelkind später, almost 2.
Fast 2. Almost 2 grandchildren. War ja schon 2 Enkelkinder. One coming in January. Eins kommt im Januar. I'll say more. Ich sage noch mehr. We've learned this same truth. In dieser Zeit haben auch wir diese selben Wahrheiten gelernt. Because believe it or not, Glaubt es oder nicht? there have been 1 or 2 difficult days for us in the last 30 years. In den letzten 30 Jahren gab es auch für uns so 1 oder 2 schwierige Tage. I know you find that hard to believe, Ich weiß, das könnt ihr euch kaum vorstellen, but there have been aber die gab es wirklich. 1 or 2 difficult days. 1 oder 2 schwierige Tage. They were both my fault. Das war jedes Mal meine Schuld. But let's examine this text Aber lass uns nun diesen Text betrachten and look at these 2 things. und uns diese beiden Dinge ansehen. One, our perspective, Einmal unsere Sichtweise and one, our expectation. und einmal unsere Erwartungen. The first issue, our perspective. Der erste Punkt unserer Sichtweise. Our first problem is that we look at marriage from the wrong perspective. Das erste Problem ist, dass wir auf die Ehe blicken aus der falschen Sichtweise heraus. We look at it as a purely horizontal relationship. Wir blicken auf die Ehe, als wäre sie nur eine horizontale Beziehung. We look at it as though 2 people can possibly have in themselves everything that they need to succeed in this relationship. Wir schauen auf die Ehe, als wäre es so, dass 2 Menschen in sich selbst all das hätten, was nötig wäre, dass diese Beziehung erfolgreich wird. But the text says that this horizontal relationship points to a vertical reality. Aber unser Text sagt, dass diese horizontale Beziehung zu einer vertikalen auf eine vertikale hinweist. A human relationship that points to a heavenly reality. Eine menschliche Beziehung, die so auf eine himmlische Realität verweist. And it is the height of arrogance Und es ist der Gipfel der Arroganz, to believe that I have in my humanness all that is necessary to reflect heavenly reality. wenn wir glauben, dass wir in unserer Menschlichkeit all das hätten, was erforderlich wäre, um diese himmlische Realität wiederzugeben. Or that I will find someone who in their humanness has all that it takes to reflect heavenly reality. Oder dass ich jemanden finden werde, der in seiner Menschlichkeit all das hat, was es braucht, um diese himmlische Realität wiederzuspiegeln. And consequently, we end up in marriages where we believe that I can satisfy all the needs of my partner and my partner can satisfy all of my needs. Und als eine Konsequenz daraus landen wir dann schließlich in Ehen, in denen wir denken, dass ich alles tun kann, um die Bedürfnisse meines Ehepartners zu befriedigen und dass mein Ehepartner alles tun kann, um meine Bedürfnisse zu befriedigen. That leaves me with 2 possibilities. Und dann bleiben nur noch 2 Möglichkeiten übrig. Number 1, Erstens, those needs aren't met and I'm disappointed. diese Bedürfnisse werden eben nicht befriedigt und ich bin enttäuscht. Number 2, Oder zweitens, I believe those needs are met ich glaube, diese Bedürfnisse wären befriedigt and then I'm guilty of idolatry. und dann habe ich mich schuldig gemacht des Götzendienstes. Because the only one who was ever meant to satisfy all of my needs is God, not my wife. Denn der Einzige, der unsere Bedürfnisse erfüllen darf, ist Gott und nicht meine Frau. Your spouse was never intended to satisfy all your needs. Dein Ehegatte war niemals dafür gedacht, all deine Bedürfnisse zu befriedigen. To even desire that is idolatry and sin. Sich das auch nur zu wünschen, das ist bereits götzendienerisch und Sünde. And so we have a problem of perspective. Wir haben also ein Problem mit unserer Sichtweise. But what is the proper perspective? Aber was ist die richtige Sichtweise? Look at verses 25 through 27. Schaut euch Verse 25 bis 27 But an. we'll start with that first phrase. Husbands, love your wives as Christ loved the church. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde liebt, bis dahin. Now, for the sake of time, we're not looking at the first half of this. So, um der Zeit willen gucken wir uns nicht die erste Hälfte an, But let's read it and then come up to where we are. aber lasst uns nochmal reden und dann dort bleiben. Verses 22 to 24. Ab Vers 22. Wives, submit to your own husbands as to the Lord, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior.
Now as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands. Wegen der deutschen Übersetzung beginne ich bei Vers 20. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Notice that you see the phrase, even as Christ is the head. Schaut euch genau an, weil wir sehen hier diesen Ausdruck, so wie Christus das Haupt ist. And as to the Lord. Und als dem Herrn. And as the church submits to Christ. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet. So there is a model here, a standard. Hier gibt es also ein Modell, ein Standard, den wir erfüllen müssen. And it is Christ. Und das ist Christus. And then in this second half where we are, Und in der zweiten Hälfte, in der wir jetzt sind, husbands, love your wives as Christ loved the church. ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde. There is a standard here. Das ist auch ein Standard. There is a model Das here. ist auch wieder ein Modell. There is a truth here. Das ist eine Wahrheit hier. An antitype, if you will. So ein Antityp, wenn ihr And wollt. it is Christ himself. Es ist Christus selbst. And so as husbands, we are called, we are commanded not just to love our wives as best we know how. Und wir als Männer sind nicht hier dazu aufgefordert, unsere Frauen zu lieben, so wie wir es am besten wissen, But to love our wives as Christ loved the church. aber unsere Frauen so zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Not to feel about our wives the way Christ felt about the church. Nicht über unsere Frauen so zu fühlen, wie Christus sich über die Gemeinde fühlt, But to love our wives as Christ loved the church. sondern unsere Frauen zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. You might find that confusing. Du findest das vielleicht jetzt verwirrend? Because generally when we say love, we think only of a feeling. Denn normalerweise, wenn wir Liebe sagen, dann denken wir immer nur an unsere Gefühle. There are phrases that we use. I hope these translate well. Es gibt so Begriffe, die wir gebrauchen. Ich hoffe, das lässt sich gut übersetzen. But I have a feeling that they will. Aber ich habe das Gefühl, dass das vielleicht geht. We use phrases like, the heart wants what it wants. Wir nutzen so Ausdrücke wie, das Herz will, was es will. Do you know this one? Kennt ihr das? Or we use phrases like, this thing is bigger than both of us. Oder wir sagen so Sachen wie, oh, diese Sache ist größer als wir beide. Oh, I see some head nods on that one. Ich sehe ein paar Nicken hier. Or we use phrases like, we don't choose who we fall in love with. Oder wir sagen so Sachen wie, ja, wir suchen uns ja nicht aus, an wen wir uns verlieben. Are these familiar? Kennt ihr sowas? This is the way we talk about love. So reden wir über Liebe. And we even have, a mythology around love. Wir haben sogar so eine Mythologie um die Liebe herum gebildet. What's the mythology? Was ist diese Mythologie? It's Cupid. Das ist, wer ist denn auf Deutsch? Amor. Yeah. You know, the little cherub with his bow. Ja. Dann dieser kleine Engel mit seinem Bogen. Huh? Ja. And then he hits you with his bow and then Und dann trifft er dich und dann you're gone. ist um dich geschehen. But there are many problems with this view of love. Mit dieser Sichtweise auf die Liebe gibt es viele Probleme. First of all, Zuerst, it's mythology, not truth. das ist Mythologie und keine Wahrheit. Secondly, Und zweitens, if we believe that this is what love is, wenn wir glauben, dass das ist, was Liebe ist, that it's a sheer mystical, emotional experience, dass es einfach nur so eine mystische, emotionale Erlebnis ist, that it comes from nowhere, dass es so aus dem Nichts kommt, that it's completely out of our control, dass es völlig außerhalb unserer Kontrolle ist and there's nothing that we can do about it, und es gar nichts gibt, was wir dagegen tun können, then what's to stop that from happening to my wife tomorrow with someone else? was soll dann verhindern, dass das mit meiner Frau bei einem anderen dann morgen passiert? What marriage is ever secure if that's what we really believe love is? Welche Ehe wird jemals sicher sein, wenn wir wirklich glauben, Liebe sei so? And the problem is, we expect that being married means feeling like this all the time. Und das Problem ist, wir glauben, dass, wenn wir dann verheiratet sind, dass wir uns dann immer so fühlen müssten. And when we don't feel like this, Und wenn wir uns dann nicht mehr so fühlen, we assume that we're not in love anymore. dann gehen wir davon aus, dass wir wohl nicht mehr verliebt sind. That's a perspective problem. Das ist ein Problem mit der Sichtweise.
I gave this definition yesterday, I'll give it again. Ich habe gestern diese Definition schon genannt, ich sage sie noch From a einmal. biblical perspective, Aus einer biblischen Sichtweise love is an act of the will ist die Liebe eine Willensentscheidung, accompanied by emotion die begleitet wird durch Gefühle, that leads to action on behalf of its object. die dazu führt, dass man Handlungen in Bezug auf dieses Objekt der Liebe vornimmt. Sometimes it's mostly will. Manchmal ist das hauptsächlich der Wille, Other times it's mostly emotion. manchmal ist das dann hauptsächlich das Gefühl, But it always manifests in action. aber es bringt sich immer dadurch zum Ausdruck, dass es eine Handlung hervorruft. And that's what we see here in the text. Und das ist, was wir hier sehen im Text. Husbands, love your wives as Christ loved the church. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wird der Christus die Gemeinde geliebt. And it doesn't say, and thought about her all the time. Und dann sagt es nicht, und immer nur an sie gedacht hat. Huh? Ja? As Christ loved the church and couldn't stop thinking about her. Wie Christus die Gemeinde geliebt hat und überhaupt nicht mehr aufhören konnte, an sie zu denken. As Christ loved the church and got sweaty palms every time she came around. Wie Christus die Gemeinde liebt und immer so nasse Hände bekam, wenn er sie sah. As Christ loved the church and his heart just beat faster every time he saw her. Wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sein Herz immer schneller schlug, wenn er sie sah. All of that can be true All das kann wahr sein, at times, manchmal, but that is not the norm. aber das ist nicht das Normale. And that is not love. Und das ist nicht Liebe. You see, real love does not just respond to the other when the heart races and the palms sweat and the mind thinks constantly. Diese wahre Liebe reagiert nicht nur auf den anderen, wenn das Herz gerade pocht oder die Hände feucht werden oder man die ganze Zeit nur an ihn denkt. But real love acts even when that is not necessarily the case. Sondern wahre Liebe handelt selbst dann, wenn diese anderen Dinge vielleicht nicht der Fall sind. The text says, as Christ loved the church and gave himself up for her. Unser Text sagt, wie der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. How do we know that Christ loved his bride? Wie wissen wir, dass Christus seine Braut liebt? Because he died for her. Weil er gestorben ist für sie. It was the action Es war diese Handlung, that validated and verified the will and the emotion. die diese Willensentscheidung und die Gefühle tatsächlich wahrgemacht haben und gezeigt haben. Which do we want? Do we want, someone whose heart beats fast and palms sweat, but they do not act on behalf of the one that they say that they love? Was findest du denn besser? Jemand, dessen Herz schnell pocht und dessen Hände schwitzig werden, aber der gar nicht etwas tut für den er liebt? Do you see our perspective problem? Seht ihr unser Problem mit der Sichtweise? There was a pastor who came and preached at the seminary where I was studying. An dem Seminar, an dem ich studiert habe, da kam ein Pastor und predigte. And many years later, I had the privilege of preaching at his church. Und viele Jahre später hatte ich dann das Vorrecht, in seiner Gemeinde zu predigen. I had lunch at his home. Und ich war zum Mittagessen bei ihm zu Hause. His wife had multiple sclerosis. Seine Frau hatte Multiple Sklerose. And at this point, she was confined to a wheelchair Und zu dieser Zeit war sie an einen Rollstuhl gefesselt and could do nothing for herself. und konnte nichts für sich selbst tun. I watched this man carry her from place to place and from her bed to the chair. Und ich habe diesen Mann beobachtet, wie er sie von Ort zu Ort trug und aus ihrem Bett in den Sessel. I watched him feed her. Ich hab ihn beobachtet, wie er sie gefüttert hat. 50 years they've been married. 50 Jahre lang sind sie verheiratet. He didn't do that because his heart was racing Er hat das nicht getan, weil sein Herz so gepocht hat or because his palms were sweating. oder weil seine Handflächen schwitzig wurden. Don't be deceived. Lasst euch nicht verführen. We are not after mere emotional response. Es
geht es nicht nur darum, dass wir irgendwelche emotionalen Reaktionen bekommen. That is not the love of Christ for his bride. Das ist nicht die Liebe Christi für seine Braut. Is there emotion? Yes. Sind da Gefühle? Ja. But the emotion does not drive, it does not lead. It's the will that drives, it's the will that leads. Aber es sind nicht die Gefühle, die uns leiten und führen. Es ist der Wille, der leitet und führt. Love built on emotion does not last. Liebe, die auf Emotionen, auf Gefühlen aufbaut, die wird nicht von Bestand sein. It burns out quickly. Die brennt schnell aus. And if our perspective is marriage ought to be that emotional ecstasy constantly for 40, 50, 60, 70 years, Wenn unsere Erwartung ist, dass Ehe dieses emotionales Höheerlebnis ist, immer die ganze Zeit durchgängig durch für 30, 40, 50, 60 Jahre, we won't last. dann wird das nicht andauern. Do you see this? Erkennt ihr das? The picture is Christ's love for his bride, the church. Das Bild ist die Liebe Christi für seine Braut, die Gemeinde. What this also means is that as a husband, I am being called upon to love my wife with a love to which I cannot attain. Und das bedeutet auch, dass ich als Mann dazu aufgefordert bin, meine Frau zu lieben mit einer Liebe, die ich gar nicht haben kann. So we've identified a second problem here. Wir haben also das zweite Problem jetzt gesehen. The first is that problem of idolatry. Das erste ist dieses Problem dieses Götzendienstes. My wife, and I'm speaking about me as a husband with my wife, Und ich spreche jetzt von mir als Ehemann mit meiner Frau. but understand that as a woman and as a wife, this is as true of you. Aber ihr müsst verstehen, dass wenn ihr eine Frau oder eine Ehefrau seid, dass das für euch ganz genauso gilt. If I look to my wife or if a wife looks to her husband for fulfillment, Wenn ich auf meine Frau blicke oder eine Frau auf ihren Mann blickt, um Erfüllung zu finden, then there is either disappointment or idolatry, dann bedeutet das entweder Enttäuschung oder Götzendienst. or actually both. Eigentlich sogar beides. But if I look to myself to be able to manufacture the love that is required of me, Aber wenn ich auf mich selbst blicke, um diese Liebe hervorzubringen, die von mir gefordert wird, then I will either fall short dann werde ich entweder versagen and be aware of it, und es wird mir auffallen, or I'll fall short and be deceived about it. oder ich werde versagen und ich werde verführt sein und das nicht merken. But either way, I will fall short. Aber in jedem Fall werde ich versagen. I am not capable of this love. Ich bin nicht fähig zu dieser Liebe. My love is always at best a limited approximation of this love. Meine Liebe ist im besten Fall nur eine begrenzte Annäherung an diese Liebe. Which means that this command leaves me always dependent upon God Und das bedeutet, dass dieses Gebot immer dafür sorgt, dass ich abhängig bleibe von Gott. and constantly recognizing my inability Und immer wieder erkenne, dass ich unfähig dazu bin. and my desperation, Und meine Verzweiflung erkenne. and always requiring grace from God Und immer wieder die Gnade von Gott brauche and from my wife. und von meiner Frau. Do you see that? Seht ihr das? She must recognize always Sie muss immer erkennen, that I am striving for something that I will never attain, dass ich versuche, etwas zu schaffen, was ich niemals schaffen werde. but that only God can truly give to her. Aber dass nur Gott ihr wirklich das geben kann, This keeps us both at the foot of the cross. also was nur Gott ihr geben kann. Und das sorgt dafür, dass wir beide am Fuß des Kreuzes bleiben. There's another issue of this perspective. Und dann gibt es noch ein Problem mit dieser Sichtweise. Love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, but why? That he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor and without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Aber warum hat er das getan? Um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. First, notice the other focus. Schaut erstmal auf diesen anderen Fokus, diese andere Blickweise. One of the things that's ironic about the way we define love Eine Sache, die so ironisch ist an der Art und Weise, wie wir Liebe definieren, is that it is incredibly narcissistic and selfish. ist, dass es
furchtbar narzisstisch und eigensüchtig ist. You make my heart beat fast. Du sorgst dafür, dass mein Herz schnell schlägt. You make me excited. Du sorgst dafür, dass ich so aufgeregt bin. You make me feel a certain way. Du sorgst dafür, dass ich mich in einer gewissen Weise fühle. But look at Christ's love for his bride. Aber schaut auf Christi Liebe für seine Braut. Sanctify her, Sie heiligen, having cleansed her, sie reinigend, to present her in splendor, sie verherrlicht darzustellen, that she might be holy and without blemish. dass sie heilig und tadellos ist. Do you see the difference here? Seht ihr diesen Unterschied? This is other-focused. Hier geht es um andere. Christ's love for his bride is not about what his bride makes him feel. It's about what he does for his bride. Christi Liebe für seine Braut, da geht es nicht darum, was seine Braut, welche Gefühle sie bei ihm hervorruft, sondern was er tut für seine Braut. It's about what he makes her. Es ist darum, was er aus ihr macht. The perspective issue here is this. Das Problem mit der Sichtweise hier ist dieses: The bride whom Christ has given to me Die Braut, die Christus mir gegeben hat, is actually a member of his body. ist in Wirklichkeit auch ein Glied an seinem Leib. She is actually a member of this body whom he is sanctifying and cleansing and washing. Sie ist tatsächlich ein Teil dieses Körpers, den er heiligt und reinigt und verherrlicht. And as her husband, I'm actually participating in this process. Und als ihr Ehemann nehme ich teil an diesem Prozess. And if I think about this from that perspective, Und wenn ich aus dieser Sichtweise darüber nachdenke, about my wife belonging to Christ, dass meine Frau zu Christus gehört, then it changes my desire. dann verändert das mein Verlangen. My desire is that she might be conformed to the image of Christ. Mein Verlangen ist dann, dass sie doch verwandelt werden möge in das Bild Christi. It could be stated this way. Man könnte das so formulieren. A husband's love for his wife ought to have this effect, Die Liebe eines Mannes für seine Frau sollte die folgende Auswirkung haben: that she is more like Christ as a result of having married me than she would have been had she not. Dass sie Christus ähnlicher wird, als Ergebnis davon, dass sie mich geheiratet hat, als sie es sein würde, wenn sie mich nicht geheiratet hätte. Is that the case? Ist das der Fall? Husband, does your love for your wife have a sanctifying influence on her? Ehemann, hat deine Liebe für deine Frau eine heiligende Wirkung auf sie? Young woman looking for a husband, Junge Frau, die du dich umschaust nach einem Ehemann, is this what you're searching for? ist es das, wonach du suchst? Marriage to a man whose influence will make you more godly, more holy, more righteous than his absence would? Dass du schaust nach einem Mann, dessen Liebe dich mehr gottähnlich und heiliger machen würde, als wenn er nicht da wäre. This is the absolute tragedy of a Christian who is willing to marry a non-Christian. Das ist diese große Tragödie eines Christens, der bereit ist, einen Nichtchristen zu heiraten. Because you've just communicated volumes about what matters to you. Denn du hast gerade ganze Bände darüber gesprochen, was dir eigentlich wirklich wichtig ist. And you have completely left this perspective altogether. Und diese Sichtweise hast du völlig vernachlässigt. Our goal is God. Unser Ziel ist Gott. Let's look at the second issue. Lass uns diesen zweiten Punkt ansehen. There is perspective, and you remember the second thing, Da ist einmal diese Sichtweise, und ihr erinnert euch an das zweite, expectation. die Erwartung. Verse 28. Vers 28. The first one, our perspective is based on our relationship to God, the vertical reality. Beim ersten, da ist unsere Sichtweise gegründet auf unsere Beziehung zu Gott, auf dieser vertikalen Beziehung. The second here, our expectation is based on this horizontal reality. Das zweite hier, unsere Erwartungen, sind gegründet auf diesen horizontalen. In the same way, husbands should love their wives
as their own bodies. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Notice that phrase, in the same way. Das say oder das mal? In the same way. Ja, es sagt genau so. This connects this first half to the second. Ja, dieses so am Anfang, das verbindet diesen zweiten Teil mit dem ersten Teil. He continues, he who loves his wife loves himself, for no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church, because we are members of his body. Und es geht weiter. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde, denn wir sind Glieder seines Leibes. And then he points back to Genesis, to this statement of ultimate reality. Und dann verweist er zurück in dieses erste Buch Mose, um diese Realität hier zu beschreiben. Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. That is a theological statement that is explained in the prior text. Das ist eine theologische Aussage, die erklärt wird. Where is it explained? In the prior text. Im vorherigen Text. Yeah. So, the statement that we find in Genesis Also diese Aussage, die wir in Genesis im ersten Buch Mose finden, is that the two become one flesh. ist, dass die zwei ein Fleisch werden. The teaching that we have here in this paragraph Und dieses Lehre, was wir hier in diesem Absatz haben, is an explanation of what that means. ist eine Erklärung davon, was das eigentlich bedeutet. Look at it again. In the same way, husbands should love their own wives as their own bodies. Schaut euch nochmal an. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. A member of my own body. Ein Teil meines eigenen Leibes. He who loves his wife loves himself, for no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church, because we are members of his body. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde, denn wir sind Glieder seines Leibes. Bis dahin. I've told you that we have 9 children. Ich habe euch erzählt, dass wir 9 Kinder haben. 9 Kinder. Ja. That's a lot. Das ist viel. And people, you know, just, I love when we would go places with all of them. Und wisst ihr, die Leute, also ich liebe es, wenn wir mit allen irgendwo hingehen. We only have 7 left at home now. Wir haben nur noch 7, die noch zu Hause sind. The other 2 are away and out of the house. Die anderen 2 sind schon weg, haben das Haus verlassen. But even when it's just the 7, Aber auch wenn es nur diese 7 sind. we went grocery shopping the other day. Wir waren irgendwann mal einkaufen, haben Gemüse gekauft. And we saw it. Und wir sahen das. They don't say anything. Ja, wie sie so gucken, sie sagen nichts, They just, sie gucken nur so. people are amazed. People sind erstaunt, die Menschen sind erstaunt. And we don't necessarily talk about it, Und wir sprechen nicht unbedingt darüber, but the last 7 came to our family by adoption. aber die letzten 7 kamen in unsere Familie durch Adoption. And when that does come up, we get a lot of questions. Und wenn das doch mal zur Sprache kommt, dann werden uns viele Fragen gestellt. And one of the questions that people will often ask Und eine der Fragen, die die Leute häufig stellen, is about the love that we have for our children who were adopted versus the love that we have for our biological children. da geht es darum, wie denn unsere Liebe, die wir für unsere adoptierten Kinder haben, sich denn unterscheidet von der Liebe, die wir für unseren leiblichen Kindern haben. Because we believe that somehow blood and biology and genetics is the source of parental love. Denn irgendwie glauben wir, dass Biologie und das Blut und die Gene irgendwie der Grund wären für elterliche Liebe. There's a new way that I've begun to answer that question. Ich habe angefangen, diese Frage in einer anderen Art und Weise zu beantworten. I'll say something like this. Ich sage ungefähr sowas. Sometimes I have to fill out forms, Manchmal muss ich Formulare ausfüllen and they'll ask me to fill out my next of kin, und ich muss dann meinen Nahestehendsten ausfüllen, my closest living relative. meinen nächsten lebenden Verwandten. And my closest living relative is my wife. Und mein nächster lebender Verwandter ist meine Frau. Not related to me by blood, Die ist nicht mit mir blutsverwandt,
but my closest living relative. Aber sie ist mein engster lebender Verwandter. I have a one flesh union with her, body, soul, spirit. Ich habe eine Einheit eines Leibes mit ihr, Seele, Geist, Leib. And we're not related by blood. Und wir sind nicht verwandt, also nicht blutsverwandt. Because there is something more significant and more binding than genetics. Es gibt etwas, das ist wichtiger und verbindender als Gene. And the text here is alluding to our union with Christ. Und dieser Text hier bringt also Licht in unsere Beziehung mit Christus. I have a binding union with Christ. Wir haben eine bindende Einheit mit Christus. Because of his love for me, Wegen seiner Liebe für mich, that justifies me and sanctifies me and adopts me. die mich gerecht spricht und heiligt und mich adoptiert, mich annimmt. Yes, I am an adopted child of God. Ja, ich bin ein adoptiertes Kind Gottes. And apart from Christ, all of God's children are adopted children. Und abgesehen von Christus sind alle Kinder Gottes adoptierte Kinder Gottes. And he loves us with the love that he has for his only begotten son. Und er liebt uns mit der gleichen Liebe, die er hat für seinen eingeborenen Sohn. And unites us to himself because of his love for his only begotten son. Und vereinigt uns mit sich selbst wegen der Liebe für seinen eingeborenen Sohn. And I am united to my wife by this same love. Und ich bin mit meiner Frau vereinigt durch dieselbe Liebe. The love of God himself. Die Liebe Gottes selbst. That is what binds us. Das ist es, was uns verbindet. That is what unites us. Das ist es, was uns eins macht. One flesh. Ein Fleisch. Oftentimes we say it at weddings. Unfortunately, sometimes we don't anymore. Manchmal sagen wir bei Hochzeiten, leider nicht immer heute noch, What therefore God has joined together, let no man separate. was Gott nun zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. You can't. Und du kannst das auch nicht. That one flesh union doesn't go away. Diese eine Einheit dieses einen Leibes kann man nicht mehr wegbekommen. And whatever you believe about divorce, Und was immer du auch glauben magst über Scheidung, we can debate all day about what we believe about whether or not the divorce can ever be appropriate. wir können den ganzen Tag darüber diskutieren, ob wir nun glauben, ob es jemals einen Grund geben kann, sich scheiden zu lassen. But even if you believe that divorce can be appropriate, Aber selbst wenn du glaubst, dass es einen Grund geben kann, sich scheiden zu lassen, you have to admit that it does not break this bond. dann musst du trotzdem anerkennen, dass selbst eine Scheidung diese Einheit hier nicht brechen kann. So you can be divorced from someone for 20, 30, 40, 50 years and then hear that they die. Du kannst von jemandem geschieden sein seit 20, 30, 40, 50 Jahren und dann hörst du, dass er gestorben ist. And your response Deine Antwort darauf is not the ordinary response that you have to hearing that some stranger died. ist nicht diese gewöhnliche Antwort, die du dann, oder Reaktion, die du bringst, wenn du hörst, dass irgendein Fremder gestorben ist. Your one flesh union is called to your memory Diese Einheit des Leibes wird in Erinnerung gerufen. because a divorce certificate cannot break the one flesh union. Denn deine Scheidungspapiere können diese Einheit dieses einen Fleisches nicht brechen. Oftentimes when people get a divorce, if there were no children, we say, at least there were no children. Oft ist es so, dass wenn Leute sich scheiden lassen und sie haben keine Kinder, dann sagen wir, ach, zum Glück haben sie keine Kinder. But having children together is not the only thing that binds you to one another forever. Weil miteinander Kinder zu haben, ist nicht die einzige Sache, die einen für immer aneinander bindet. It is the reality of this one flesh union. Sondern es ist diese Realität dieser Einheit mit dieses einen Leibes. It is real. Das ist wahr. We are members of one another. Wir sind Teile voneinander. And over the years, this deepens. Und über die Jahre wird das immer tiefer. These two realities are connected. Diese beiden Wahrheiten, die gehören zusammen. The perspective and the expectation. Die Sichtweise und die Erwartung. My wife is a member of the body of Christ. Meine Frau ist ein Glied am Leib Christi. And my love should have a sanctifying influence. Meine Liebe sollte einen heiligenden Einfluss haben. She should be more like Christ as a result of being married to me than she would have been had she not. Sie sollte als Ergebnis, dass sie mit mir verheiratet ist, Christus ähnlicher sein, als wenn sie nicht mit mir verheiratet wäre. And she is also part of me. Und sie ist auch ein Teil von mir.
I use this phrase, she's not just mine, she's me. Ich benutze immer diesen Ausdruck, sie ist nicht nur mein, ja, sie ist auch ich. I think about this. I try to remind myself of this, and I tell people to remind themselves of this when you're in an argument with your spouse. Denk mal daran, ich erinnere mich immer selbst daran und versuche auch andere Leute zu ermutigen, daran zu denken, wenn sie sich streiten mit ihrem This is Gatten. especially true for men. Das ist vor allem für Männer. You know, when we argue, we want to win. Wenn wir streiten, dann wollen wir auch gewinnen. And early on in marriage, this is devastating. Und zu Beginn der Ehe ist das verheerend. Because the man is trying to win the argument. Denn der Mann versucht, dieses Wortgefecht zu gewinnen. And he quickly learns that if he doesn't win the argument, he loses. Und er lernt sehr schnell, dass wenn er dieses Wortgefecht nicht gewinnt, dann verliert er. And if he does win the argument, he loses. Und wenn er dieses Wortgefecht gewinnt, dann verliert er auch. Huh? Ja? But why would I ever want to defeat my wife if she's not just mine, she's me? Aber wieso sollte ich jemals gewinnen gegen meine Frau, wenn sie doch ich ist? That would be like my right arm trying to defeat my left. Es wäre ja so, als wenn mein rechter Arm versucht, meinen linken zu besiegen. You see how ridiculous that is? Seht ihr, wie lächerlich das ist? We have to change our expectation Wir müssen unsere Erwartungen ändern and our perspective. und unsere Sichtweise. But here's the beauty. Aber hier ist jetzt das Schöne dabei. If the love in the first half is having this sanctifying effect, Wenn diese Liebe in der ersten Hälfte diese heiligende Wirkung hat and she's becoming more and more conformed to the image of Christ, und sie wird immer mehr verwandelt in das Bild Christi, then that means if Christ is my all in all, dann bedeutet das, dass wenn Christus mir ein und alles ist and if I too, as a member of the body of Christ, love Christ above all, und ich auch als Glied am Leib Christi Christus liebe über alles and he delights me more than anything, und ich mich an ihm erfreue mehr als an allem anderen and I yearn for him more than anything, und ich nach ihm verlange mehr als nach irgendwas anderem, then the more my wife becomes like Christ, dann je mehr meine Frau Christus ähnlicher wird, the greater my capacity to love her more. desto mehr bin ich fähig, sie mehr zu lieben. It's like a circular effect. Es ist wie so eine Zirkelwirkung. I love my wife, and that love helps her become more like Christ. Ich liebe meine Frau und diese Liebe hilft ihr dabei, Christus ähnlicher zu werden. And because of my love for Christ, the more she becomes like him, the greater my capacity to love her. Und weil ich Christus liebe, ist es so, dass je ähnlicher sie Christus wird, desto mehr kann ich sie auch lieben. Do you see how this works? Seht ihr, wie das funktioniert? You don't get that if you have the wrong perspective. Und das bekommt ihr nicht, wenn ihr die falsche Sichtweise habt. You don't get that if it's just merely a horizontal, emotional relationship. Das kriegt man nicht, wenn das nur so eine horizontale, gefühlsmäßige Beziehung ist. But if you have the right perspective Aber wenn du die richtige Sichtweise hast and the right expectation, und die richtigen Erwartungen, it changes everything. dann ändert das alles. Back to this idea of our children. Zurück zu diesem Gedanken mit unseren Kindern. This concept of the right perspective about marriage and the right expectation in marriage, Dieses Konzept der richtigen Sichtweise auf die Ehe und die richtigen Erwartungen in der Ehe and this outward perspective und diese Sichtweise nach außen also impacts the way we think about the expansion of our family hat auch Auswirkungen darauf, wie wir unsere Erweiterung der Familie betrachten, through children. durch Kinder. Our children don't exist to satisfy biological needs in us. Unsere Kinder existieren nicht deshalb, um irgendwelche biologischen Bedürfnisse von uns zu erfüllen, But our children are an expansion of this theological reality. aber unsere Kinder sind eine Erweiterung dieser theologischen Realität. Christ loves his bride, the church, Christus liebt seine Braut, die Gemeinde. and that love bears fruit. Und diese Liebe bringt Frucht hervor. And this love bears fruit in the expansion
of his bride through the proclamation of the gospel. Und diese Liebe bringt Frucht hervor in der Ausweitung seiner Braut durch die Verkündigung des Evangeliums. And husbands and wives love one another with this love. Und Mann und Frau lieben einander mit dieser Liebe. And that love expresses and expands itself Und diese Liebe bringt zum Ausdruck und erweitert sich, as we have children and grandchildren and great-grandchildren. wenn wir Kinder haben und Enkel und Urenkel. But it's the spiritual reality that matters more than the biological reality. Aber es ist die geistliche Realität, die wichtiger ist als die biologische Realität. So it's not just that I have little pictures of me in the world. Es geht nicht nur darum, dass ich kleine Abbilder von mir in der Welt habe. It's that the love for Christ that expands in this marriage relationship also expands as children come. Es geht darum, dass diese Liebe Christi, die sich ausweitet in unsere Ehebeziehung, sich noch weiter ausweitet, wenn Kinder kommen. And my desire with my children is not for them to satisfy me, Und mein Wunsch für meine Kinder ist nicht, dass sie mich befriedigen, but for me to pour into them the same truth of the same gospel, sondern dass ich in sie eingieße, dieselbe Wahrheit desselben Evangeliums. with a view toward the kingdom expanding. Mit einem Blick darauf, dass das Königreich sich ausweitet. And I delight in seeing my children walk in truth, as the apostle says, Und ich erfreue mich daran, wenn ich sehe, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln wie der and seeing that truth expand. und sehe, wie diese Wahrheit sich ausbreitet. And so when I look at my little grandson, Also wenn ich meinen kleinen Enkel mir anschaue, I'm not just excited because I see another picture of me in the next generation, dann freue ich mich nicht nur deshalb, weil ich so ein nächstes Bild von mir sehe in der nächsten Generation, but I delight because the daughter whom we taught the faith aber ich freue mich daran, dass die Tochter, dem wir den Glauben nahegebracht haben, is now teaching the next generation that same faith. nun diesen selben Glauben der nächsten Generation beibringt. You think I care what his face looks like? Denkt ihr wirklich, es interessiert mich, wie sein Gesicht aussieht? Huh? Ne? His face can look like mine, or, he can be as tall as me or as handsome as me, if that's even possible, Sein Gesicht könnte genauso aussehen wie meins, er könnte so groß sein wie ich oder so schön wie ich, wenn das möglich wäre. That is nowhere near as important. Das ist nicht mal halb so wichtig. I'm delighted Ich by erfreue my mich. children and my grandchildren. Ich erfreue mich an meinen Kindern und meinen Enkeln. But if they don't know God, Aber wenn sie Gott nicht kennen, them just being here is not enough. dann reicht es nicht, dass sie einfach da sind. I'm delighted Ich erfreue mich in and with my wife. über meine Frau und mit ihr. But if we are not honoring God, Aber wenn wir nicht Gott ehren, it's not enough. dann ist das nicht genug. If she makes my heart race, Wenn sie dafür sorgt, dass mein Herz schnell schlägt. and she does, Und das tut sie. but we're not honoring God, Aber wir ehren dabei nicht Gott. what do we have? Was haben wir dann? Do you see this? Seht ihr das? Marriage is beautiful, Die Ehe ist wunderschön. not just because it's marriage, Aber nicht nur, weil es Ehe ist, but because of what marriage was meant to point to. sondern aufgrund der Sache, auf die die Ehe gemacht wurde, um auf sie zu verweisen. We're losing this. Wir vergessen das. You see this in our weddings. Ihr seht das auch in unseren Hochzeiten. We're moving further and further away from a wedding as a worship service. Wir entfernen uns immer und immer weiter davon, dass eine Eheschließung ein Gottesdienst ist, As a means through which we proclaim and portray this reality. ein Mittel, durch das wir diese Realität verkündigen und zeigen. And more toward the idea of wedding as fairy tale. Und mehr dahin, dass die Hochzeit ein Märchen ist. And it is no coincidence Es ist kein Zufall, that the more we look to the fairy tale, dass je mehr wir auf dieses Märchen blicken, the more disappointed we become. wir umso enttäuschter werden. Because fairy tales aren't real. Denn Märchen sind nicht wahr. Huh?
I mean, we only get to see up to the kiss. Ich meine, wir kommen immer nur dahin, dass wir den Kuss sehen. It ends with the magical wedding. Es endet immer mit der magischen Hochzeit. You don't get to see Cinderella several years later. Ihr seht nicht, wie es Aschenputtel einige Jahre später geht. You don't get to see, Belle and whatever the beast's real name is. Ja, ihr seht nicht, dass diese Belle und das Biest, when one of their children is sick, wie das bei denen läuft, wenn eines ihrer Kinder krank ist, one of their parents dies, wenn einer ihrer Eltern stirbt, when one of them deals with a debilitating disease, wenn einige von ihnen mit einer Krankheit zu kämpfen haben, die einen immer mehr unfähig macht. or if, God forbid, one of them is not even able to remember the other at one point. Oder wenn Gott es zulässt, dass der eine nicht mal mehr in der Lage ist, irgendwann sich an den anderen zu erinnern. Fairy tales don't incorporate those realities. In Märchen gibt es nicht solche Wahrheiten. The fairy tale never takes you to the gravesite. Das Märchen bringt dich nie bis zum Grab. But the Bible does. Aber die Bibel tut es. Interestingly enough, we even move away from the traditional biblical vows. Interessanterweise entfernen wir uns sogar immer weiter von den traditionellen und biblischen Schwüren, Eiden, to more fairy tale oriented vows. zu mehr märchenhaften Eiden. But think about the stark reality in the traditional vows. Aber denkt doch an diese Realität in der Tradition dieser Eide, Richer or poorer, ob in Reichtum und Armut, better, worse, in guten wie in schlechten Tagen, sickness and health, in Krankheit und Gesundheit, until we die. bis der Tod uns scheidet. Notice the acknowledgement of pain at every point, Seht ihr, wie in jedem dieser Punkte der Schmerz berücksichtigt wird? of difficulty and hardship at every point. Schwierigkeiten und Probleme in jedem dieser Punkte? You see, the fairy tale doesn't acknowledge that. Seht ihr, dieses Märchen kennt das nicht. Biblical truth embraces it Aber die biblische Wahrheit, die ergreift das. because biblical truth recognizes that some of the greatest expressions of love Denn die biblische Wahrheit weiß, dass einige der größten Ausdrucksweisen von Liebe, that you will ever see or hear of die du jemals sehen oder hören wirst, are the expressions that happen in the valley, not on the mountaintop. sind die Ausdrücke, die du finden wirst im Tal und nicht auf dem Gipfel. Where you need something more than a racing heart. Wo du mehr brauchst als ein schnell pochendes Herz. Where you need the reality of Christ and his shed blood for his bride. Wo du diese Realität des Christus und seines vergossenen Blutes für seine Braut brauchst. Not just as a model that you think of, Nicht nur einfach als ein Modell, als ein Muster, auf das wir was denken, but as the very source of your hope and your strength. sondern als die wahre Grundlage, die Quelle für all deine Hoffnung und Stärke. Because it is the person and work of Christ Denn es ist die Person und das Werk Christi, that is our source, das unsere Quelle ist, that is our hope, das unsere Hoffnung ist and that is our strength. und das unsere Stärke ist. I don't know where you are today, Ich weiß nicht, wo du heute stehst, what your struggle is, was dein Kampf ist. but I know it exists Aber ich weiß, es gibt diesen Kampf. because we're living in this age, not the age to come. Denn wir leben in diesem Zeitalter und nicht in dem Zeitalter, das kommen wird. But remember to have a proper perspective. Denkt daran, eine rechte Sichtweise zu haben. Don't just look at this horizontally, look vertically. Schaut nicht nur horizontal, schaut vertikal. Have the right expectation. Habt die rechte Erwartung. Our expectation is that we live in a fallen world Unsere Erwartung ist, dass wir in einer gefallenen Welt leben. and God, by his grace, has given us Und aid. Gott durch seine Gnade uns Hilfe gegeben hat. He's given us aid, he's given us help, he's given us hope. Er hat uns Hilfe und Unterstützung und Hoffnung gegeben. That aid and that help and that hope is primarily the person and work of Christ.
Diese Unterstützung und Hilfe und Hoffnung ist in erster Linie die Person und das Werk Christi. But it is also in the form of that one who is our next of kin. Aber sie ist auch in Form dieses einen, der unser nächster Verwandter ist. Our closest living relative. Unser nächster lebender Verwandter. Our neighbor. Unser Nachbar. Unser Nächster. What neighbor? Was? Nächster? Look at verse 33. Schaut euch Vers 33 an. What are the two greatest commandments? Was sind die zwei größten Gebote? First commandment, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Das erste Gebot, liebe den Herrn, dein Gott, mit deinem ganzen Geist, deiner ganzen Seele, deiner ganzen Kraft. The second, Das zweite Gebot, love your neighbor as yourself. liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Guess who your closest neighbor is? Was glaubst du, wer wohl dein Nächster ist? Your spouse. Dein Ehegatte. That's your closest neighbor. Das ist dein nahestehendster Nächster. Look at verse 33. Schaut euch Vers 33 an. Verse 32 first. Erst Vers 32. This mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church. However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respect her husband. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Love your wife as yourself. Liebe deine Frau wie dich selbst. Love your neighbor as yourself. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. This is not foreign. Das ist nichts Fremdes. This is the essence of what it means to know and love and serve God. Das ist diese Essenz davon, was es bedeutet, Gott zu kennen und ihm zu dienen und ihn zu lieben. This is, as Paul says in Romans 13, the fulfilling of the law. Das ist, wie Paulus sagt in Römer 13, die Erfüllung des Gesetzes. By the grace of God. Durch die Gnade Gottes. Through the presence and power of his Spirit. Durch die Gegenwart und Kraft seines Geistes. To the glory of our Lord Jesus Christ. Zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Amen.